falls ihr mit den Gedanken spielt, vielleicht gerne länger in Korea bleiben zu können als nur 3 Monate, wäre eine Option auf jeden Fall ein Korean Language Programm an einer koreanischen Uni zu belegen, da man so eben dann ein Visum bekommt. Und dafür wollte ich euch jetzt einige Informationen und Tipps mit auf den Weg geben. Annyeong 여러분, Jessie-입니다. Da ich ja in den letzten Wochen selbst nach einer Uni gesucht habe, dachte ich mir, teile ich mal mein erlangtes Wissen mit euch. Damit das jetzt nicht ganz katastrophal durcheinander wird und ich vielleicht auch Sachen vergesse, habe ich mir mal alles aufgeschrieben. Deswegen wundert euch nicht, falls ich immer mal runter gucke. Zuallererst macht es vielleicht nicht unbedingt zu Pandemiezeiten, also jetzt, denn es wird einem schon vieles erschwert. Es ist teurer und man kann es vielleicht auch nicht so genießen, wie man es normal tun könnte. Denn in Korea braucht man auf jeden Fall rund um die Uhr eine Maske auf, wenn man rausgeht. Die Flugpreise sind momentan fast doppelt so teuer. Ihr braucht vorher ein Gesundheitszeugnis noch vom Arzt und diesen 72-Stunden-Test vor Abflug. Müsst ihr die Quarantäne machen, die kostet eventuell auch ungefähr 2000 €, je nachdem, wo ihr das macht. Und man kann sich natürlich auch nicht so frei bewegen wie normal. Also ich denke, man kann das schon viel, viel mehr genießen, wenn sich die Zeiten wieder so ein bisschen normalisiert haben. Ich würde es auch nicht jetzt machen, wenn nicht mein Freund schon in Korea wäre und ich ja praktisch umziehe, also wenn alles gut läuft. Das Korean Language Program, was fast jede Uni eigentlich anbietet, ist nicht dasselbe wie dort zu studieren. Das wird sich wirklich nur auf die Sprache lernen konzentriert. Und ihr müsst euch dann natürlich komplett anmelden mit euren Zeugnissen, mit anderen Dokumenten und so weiter. Wenn ihr es etwas weniger umständlich haben wollt und sowieso nur 3 Monate bleiben wollt, könnt ihr auch einfach über eine Sprachschule gehen. Ich war damals bei Lexis, als ich das erste Mal in Korea war und habe das Ganze aber über eine Agentur gebucht. Direktsprachreisen bin ich der Meinung, weil die auch nicht so teuer sind wie EF. Und die haben sich wirklich um alles gekümmert. Wie gesagt, die Schule war dann Lexis. Die Unterkunft habe ich bei einer Gastfamilie gemacht, also den Aufenthalt. Und die haben sich auch um Flug und alles mögliche weitere gekümmert. Das hat eigentlich alles super geklappt. Ich war sehr zufrieden und am Ende war es auch ein richtig schöner Aufenthalt, wo man sich eigentlich um fast nichts Sorgen machen musste. Aber das geht halt, wie gesagt, nur, wenn das Touristenvisum wieder freigegeben ist, was ja Korea zurzeit gesperrt hat. Also es ist nicht möglich, man braucht jetzt auf jeden Fall ein richtiges Visum, um überhaupt ins Land einreisen zu können. Aber wenn das Touristenvisum wieder möglich ist, ist das auf jeden Fall eine einfachere Variante. Ja, denn dafür sind keine Zeugnisse nötig. Ja, aber man bekommt dadurch eben auch kein Visum. Also wenn ihr ein Visum braucht, müsst ihr auf jeden Fall an eine Uni gehen. Wenn ihr nun also an einer koreanischen Uni ein Sprachprogramm belegen wollt, denkt dran, dass das Dokumente sammeln eine Weile dauert, weil wir eben in Deutschland kaum ein Dokument gleich auf Englisch bekommen und auch alle Dokumente, oder nicht alle Dokumente, aber ein paar Dokumente mit einer Apostille versehen werden müssen, was auch so 2 bis 3 Wochen dauern kann und dann nochmal übersetzt werden müssen. Berechnet das ein, denn die Unis haben Bewerbungsdeadlines, nach denen man sich richten muss und auch aus gutem Grund, denn es dauert ja dann auch noch eine Weile, bis der Visumsantrag durch ist. Die Bewerbungsdeadlines sind meistens so 1 bis 2 Monate vor Semesterbeginn. Ja, denn man kann auch nicht zuzeitig anfangen, die Dokumente zu sammeln, denn manche, gerade die mit Apostille, die sind nur ungefähr ein halbes Jahr gültig. Und wenn man die Deadline verpasst, muss man dann eben wieder 3 Monate warten bis zum nächsten Semester. Deswegen behaltet das im Hinterkopf, dass ihr da ein gutes Timing habt, ohne am Ende gehetzt zu sein oder ja.
Wenn ihr euch für das normale Standardprogramm entscheidet, habt ihr eigentlich bei jeder Uni 200 Stunden Schule pro Semester, was von Montag bis Freitag ist, meist 4 Stunden am Tag. Gibt es oft noch Unterschiede zwischen Morning Class und Afternoon Class, aber das ist bei jeder Schule so ein bisschen anders, was die Stunden angeht. Und es geht immer von Level 1 bis Level 6 an jeder Uni und ihr könnt da einfach anfangen ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Ihr müsst noch nicht mal das Alphabet kennen. Oder falls ihr doch schon was wisst, gibt es dann Einstufungstests, genauso wie auch bei den Sprachschulen. Da war das genauso. Der Unterricht ist übrigens komplett auf Koreanisch, was aber eigentlich kein Problem ist, denn man lernt, also die Lehrer sprechen schon sehr einfach und sehr verständlich und eben auch mit Gestiken und, also man versteht das einfach. Und falls man doch mal irgendwas nicht versteht, hat man immer noch einen Banknachbarn, den man fragen kann. Also das ist, braucht ihr euch überhaupt keinen Kopf zu machen. Es gibt auch Kurzzeitprogramme an den Unis, wie zum Beispiel so ein Sommerprogramm, was, weiß ich nicht, 5 Wochen geht oder auch ganz unterschiedliche Wochenzahlen. Also müsst ihr euch einfach an den verschiedenen Unis mal informieren, was ihr auf den Webseiten tun könnt. Ah ja, und bei diesen Kurzzeitprogrammen, diesen Sommerprogrammen, die sind dann wahrscheinlich mit mehr Aktivitäten, dass es ein bisschen spaßiger wird, die Angelegenheit. Und was aber jetzt zurzeit eben nicht stattfindet durch die Pandemie und aber dafür online gemacht werden kann. Also falls ihr nicht verreisen wollt, könnt ihr euch auf jeden Fall bei den Unis auf den Seiten über Online-Sprachprogramme mal informieren. Um nun die richtige Uni für euch zu finden, was wohl das Schwierigste ist, macht euch am besten gleich von Anfang an eine Liste. Ich habe sie nämlich nicht gemacht und habe irgendwann total den Überblick verloren und wusste nicht mehr, was war jetzt bei der Uni, was war bei der Uni. Deswegen, wie ihr seht, ich habe es dann doch gemacht. Macht euch eine Liste mit den wichtigsten Punkten, wie den Namen der Uni, die Deadline, falls ihr doch recht knapp vor Schluss seid, so wie ich. Ist das eine wichtige Information. Auch wichtig die Kosten der Uni, denn die Preise sind auch nicht ohne. Wobei sie sich oft gar nicht großartig unterscheiden. Also zumindest so die beliebtesten Unis haben alle so ungefähr dasselbe Preislevel. Es gibt ein paar günstigere, die staatlich unterstützt werden. Könnt ihr euch auch mal informieren. Dann habe ich noch den Ort bzw. die Fahrzeit, die ich dafür bräuchte, was euch vielleicht nicht sonderlich interessiert, wenn ihr nach einer Unterkunft in der Uni schaut. Oder falls ihr die Uni-Unterkünfte nicht wollt, dann wäre es eventuell, ja, dann sucht man sich ja sowieso was in der Nähe. Was in meinem Fall jetzt eben nicht so ist, da ich ja dann bei meinem Freund wohne und die allerdings etwas außerhalb wohnen. Deshalb wird die Fahrzeit so richtig lang. Weswegen ich mir immer noch die Zeiten mitnotiert habe. Eventuell wäre dann eben eher noch eine Unterkunftsspalte sinnvoll. Und dann habe ich noch Vorteile und Nachteile extra gegliedert, um dann alles komplett auf einen Blick zu haben. Denn die Unis bieten auch unterschiedliche Kulturprogramme an, wie zum Beispiel Taekwondo oder verschiedene Musikinstrumente zu spielen oder zu lernen. Ich weiß nicht, wie intensiv das dann gemacht wird. Fast jeder hat dann eigentlich auch Kochkurse. Und manche sind eben so ein bisschen traditioneller, die eher in Museen gehen und andere sind eher so ein bisschen moderner, wo man dann K-Pop-Tanz machen kann und so weiter. Also je nachdem, was euch dann interessiert, solltet ihr das auch mit im Auge behalten. Auf den Internetseiten steht eigentlich so gut wie alles. Also gut, manche sind ein bisschen unübersichtlich und nicht wirklich hilfreich. Da steht wirklich nur das Nötigste und andere sind wieder richtig gut ausgebaut und geben eben auch viele Informationen zu Aktivitäten und alles rund um die Schule. Lest euch die Internetseiten auf jeden Fall gut durch und notiert euch gleich alles. Das erspart euch am Ende viel Zeit, um nochmal alles neu nachzugucken. Da es so viele Unis gibt, ich dachte erst, gut, 1, 2, 3 Stück, aber nach der 5. Uni wisst ihr einfach nicht mehr, was bei den anderen war, was Vorteil war, was Nachteil war. Seid schlauer.
Mein persönliches Hauptaugenmerk war eben bei den Kosten und bei der Fahrzeit. Und ja, die Fahrzeit eben, weil wir außerhalb wohnen und schon allein in die Stadt reinzukommen, ja, ungefähr eine Stunde dauert, je nachdem. Und unterschätzt ihr mich nicht, wie groß Seoul ist, denn es kann ganz schnell eine halbe bis eine Stunde Fahrtweg sein, wenn ihr von einer Ecke in die andere wollt. Deswegen habe ich dafür auch die Subway Map genutzt. Da könnt ihr entweder, ich hatte auch eine in meinem Reiseführer drin, müsst ihr aber gucken, dass es ein aktueller ist, weil sich das Schienennetz auch stetig erweitert. Hatte ich zum Beispiel hier was drin. Ich würde euch auch raten, druckt es euch aus und markiert euch, wo die verschiedenen Unis sind. Das habe ich auch gemacht. Und ich habe einen Link zu einer aktuelleren App unten in die Videobeschreibung mit reingepackt. Und ja, das wäre ein Tipp. Markiert euch die Unis auf der Map und schaut auch, wo Bereiche sind, in denen ihr bevorzugt leben wollt. Denn ihr seid ja dann eventuell eine längere Zeit dort. Wenn ihr zum Beispiel in Nähe von Gyeongbokgung so den ganzen Palästen sein wollt, wo so das traditionellere Seoul ist, sucht euch vielleicht was dort in der Nähe, denn wie gesagt, es ist so riesig. Zum Beispiel, ich hatte in der Nähe von Gangnam gewohnt, was im unteren Teil ist. Und wenn ich nach Gyeongbokgung wollte, hat es schon mega lang gedauert, dorthin zu kommen. Denn unterschätzt nicht die Fahrzeit. Seoul ist riesengroß, es ist eine Großstadt. Trotz super ausgebauten U-Bahn-Netz, was auch wirklich Spaß macht, damit zu fahren. Also ich bin echt gerne damit gefahren, viel lieber als mit Bus. Busse sind da eher so ein bisschen gefürchtet von allen, also Austauschstudenten. Und was mich auch zum Thema Team Money bringt, das seht ihr nämlich auf der Seite, wo die Map ist, wird nochmal extra erklärt, wie und wo ihr so eine Team Money Card bekommen könnt und wie ihr die aufladen könnt. Und wen das interessiert, schaut da gleich noch unten drunter, unter der Map. Genau, und zusätzlich zur Map hatte ich mir dann noch die Subway App, beziehungsweise mein Freund hat sie mir nochmal zugeschickt, weil ich hatte es damals auch schon gelöscht gehabt, weil ich keinen Platz mehr hatte auf meinem Handy. Über den Link in der Infobox könnt ihr dann nämlich auf diese Seite kommen oder ihr holt euch halt gleich die App. So, hier oben könnt ihr auf Englisch oder Hangul umstellen, je nachdem, wie ihr die Namen suchen wollt. Und hier diese grüne Linie, die sich komplett um die Mitte herumzieht, das ist Linie 2, so ziemlich die wichtigste Linie, wahrscheinlich in ganz Korea. Und von der erreicht man eigentlich sehr viel. Es ist auf jeden Fall gut, wenn man in der Nähe von dieser grünen Linie wohnt, weil man dann sehr gute Verbindungen überall hin hat. Wenn ihr jetzt zum Beispiel von hier unten, von Gangnam hoch zu Gyeongbokgung wollt, dann sucht ihr einfach hier auf kürzeste Verbindung, also schnellste Verbindung, und gebt Gangnam ein. Braucht man nicht mal das ganze Wort ausschreiben. Und Gyeongbokgung. Und dann sucht es euch die Strecke und gebt euch an, wie viel es kostet. 14 Stationen sind es. Man fährt einmal bis nach Seoul National University und steigt dort einmal um nach Gyeongbokgung. Das ist die bis da hoch, die orangene Linie. Also es ist eigentlich alles richtig übersichtlich und auch wenn man dort ist, kann man eigentlich nicht viel falsch machen, außer vielleicht in die falsche Richtung einzusteigen. Aber selbst das ist eigentlich gut ausgeschildert. Mir ist es nur einmal passiert, in die falsche Richtung einzusteigen, aus Gewohnheit, weil ich immer in diese Richtung gestiegen bin und aber einmal in eine andere Richtung musste. So, ja, 34 Minuten allein schon dafür, um einmal quer durch Seoul zu fahren. Und dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lange es dauert, einmal komplett diese grüne Linie zu umfahren.
Ja, da könnt ihr dann eben genau gucken, wie ihr am besten, oder wenn ihr auch dann vor Ort seid, wie ihr am besten von A nach B kommt oder um einfach nur die Zeit rauszufinden, wie lange ihr fahren müsst. Beachtet auch den Lehrplan der Schule. Zum Beispiel bei Sogang wird sehr darauf geachtet, dass ihr eben das Sprechen lernt. Und andere Unis sind eben mehr auf diesen Schreibunterricht spezialisiert. Also dass ihr dann danach weiter an anderen Unis studieren könnt, also an richtigen Unis studieren könnt zum Beispiel. Gibt auch extra Unikurse dafür. Schaut auch bei den Unis nach, was sie so an Freizeit- oder Zusatzaktivitäten anbieten. Manche haben so richtige Clubs, denen man beitreten kann. Nehmt da, was euch zusagt. Einige gehen so ein bisschen in die traditionellere Richtung mit Museen besuchen, Palästen besuchen und andere sind halt so ein bisschen mehr moderne mit Taekwondo, K-Pop, Tanz, Gesang war glaube ich auch irgendwo, hatte ich irgendwo gelesen. Sucht euch wirklich eine Uni, die euch so richtig gut gefällt und wo ihr auch richtig Lust habt hinzugehen. Das ist das Wichtigste daran, denke ich. Denn nichts ist schlimmer, als sich dann durch den Unterricht zu quälen, obwohl man so viel Geld dafür ausgelegt hat und sich so drauf gefreut hat und es soll ja eine schöne Zeit werden. Denn so ging es mir dann am Ende etwas bei Lexis, als ich in das nächste Level gerutscht bin. Ich hatte nicht wirklich Zeit zu lernen oder ich habe auch nicht viel zusätzlich dazu gelernt. Deswegen als Tipp, lernt auf jeden Fall fleißig, damit ihr im Unterricht gut mitkommt. Also am Anfang ist es natürlich nicht so anspruchsvoll, dann macht es noch alles Spaß und ist lustig und dann eben je weiter man kommt, umso schwieriger wird es natürlich. Aber ja, lernt schön, sprecht viel Koreanisch, das ist eigentlich das A und O und umso einfacher fällt es einem dann auch selbst zu sprechen und sich im Kopf zu organisieren, dass man das eben alles dass man sich auch eben traut und nicht wieder vergisst. Weil mir ging es auch ganz oft so, dass ich dann die Sachen die Vokabeln von vor 3 Wochen oder so dann schon wieder fast vergessen habe und deswegen alles nochmal komplett neu lernen musste. Deswegen sprecht so viel wie möglich Koreanisch. Ich hatte damals zum Beispiel auch extra eine Gastfamilie genommen, um eben auch nach dem Unterricht Koreanisch sprechen zu können. Leider haben wir am Ende doch fast nur auf Englisch geredet und was ja mich dann zwar im Englisch vorangebracht hat, aber leider nicht im Koreanischen. Und ja, deswegen sprecht Koreanisch. Lernt immer schön Vokabeln, wendet die Sprache an, redet mit den anderen nicht nur Englisch, sondern versucht euch irgendwie auf Koreanisch über den Tag zu bringen. Und nehmt Schulkram auf jeden Fall nicht aus Deutschland mit, denn dort gibt es viel Cooleres zu kaufen und so süß. Ich habe mich dann schon fast geärgert, dass ich dann alles doppelt mit hin und her schleppen musste. Und Stifte sind auch total niedlich und total coole Farben. Und das ist jetzt einfach nur ein normaler Schreibblock, aber ja, ich wollte mir halt auch nicht zu viel kaufen, weil ich hatte ja schon alles. Ja, den Platz und das Gewicht kann man sich zumindest auf den Hinweg sparen, was dann allerdings auf dem Rückweg ein kleines Problem werden könnte. Aber ich hatte Gott sei Dank Premium Economy Class und konnte von daher 2 Koffer mitnehmen und da ich auf den Hinweg nur einen hatte, habe ich mir dann in Korea noch eingekauft und konnte da dann noch alle zusätzlichen Sachen so an Klamotten und was ich mir halt alles geholt habe, noch ein bisschen schöner aufteilen. Ja, und die Flugpreise sind so enorm teuer zurzeit. Ich hatte mal geguckt, ein Hinflug im April kostet bei Lufthansa 1.160 €. Ein One-Way-Flug. Ich habe damals im März, als ich hingeflogen bin, für hin und zurück so viel gezahlt und hatte Premium Economy, also viel besser. Und jetzt, wenn ich jetzt Premium Economy eingegeben habe, hätte ich über 2.000 € zahlen müssen. Also das ist echt crazy.
überlegt euch, ob ihr das extra Geld jetzt ausgeben wollt oder eben wirklich lieber warten wollt. Oder bestenfalls halt einfach wartet, bis sich die Lage so ein bisschen entspannt hat. Von daher wird dieser Flug wahrscheinlich leider kein Premium Economy. Was aber wirklich entspannt war, also ich hatte den Premium Economy Flug, der Flug war so schön, ich bin so gern geflogen. Ich habe mich dann schon so ein bisschen auf den Rückflug sogar gefreut, weil das irgendwie so entspannt war und so angenehm war. Also für so einen Langstreckenflug halt, ne? Also Premium Economy kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist wirklich sehr angenehm für so eine lange Strecke. Ja, was es dann aber jetzt wohl nicht wird, denn 2000 € ist mir doch ein bisschen zu krass. Und man kann halt 2 Gepäckstücke mitnehmen, was auch noch ein großer Vorteil war. Aber naja, gut. Muss halt Economy reichen. Und eventuell auch nicht ein Direktflug. Also wenn man Flüge nimmt, bei denen man umsteigen muss zwischendurch, werden sie natürlich auch nochmal um einiges günstiger. So viel dazu. Sehr gern könnt ihr mir auch auf Instagram folgen. Dort droppe ich sozusagen zurzeit täglich so ziemlich alle Bilder, die ich damals in Seoul gemacht habe. Lasst gerne ein Like da und schaut nochmal in die Infobox. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt diese auch sehr gerne. Bis zum nächsten Video. Annyeong!